So, hi Lia, cool, schön, dass du Zeit hast. Nachdem wir uns in Frankfurt ja mal kurz gesprochen haben, nach deinem Auftritt bei der Alien.de-Konferenz, hatte ich noch einige Fragen und freue mich jetzt, dass du ein bisschen Zeit hast. Ähm, ja, und wollte gleich mal fragen, wie es bei dir eigentlich angefangen hat, wie so deine ersten Erlebnisse waren oder wann dir jetzt das erste Mal bewusst wurde, dass da eben was passiert, was bei anderen nicht passiert. Hey Johannes, ich freue mich auf jeden Fall, dich wiederzusehen und ich danke dir für die Einladung, dass wir miteinander sprechen können. Zu deiner Frage, wann ich gemerkt habe, wann was anders ist. Ich war schon immer anders. Also ich bin schon als Kind anders gewesen. Es war nichts vor mir sicher. Damals, wenn meine Mom mir was entfernen wollte, ein Stofftier entfernen wollte und spätestens zum Mittagsschlaf hatte ich es wieder gehabt, auch wenn es ganz oben auf dem Schrank war. Das heißt, da war schon immer was anders. Zudem hatte ich schon als Kind Medical Senses. Ich habe mehr telepathisch kommuniziert und habe nicht verstanden, dass die Menschen mich nicht hören können. Und ja, ich habe natürlich versucht, immer ein relativ einfaches oder normales Leben zu führen und mich anzupassen. Es hat auch relativ gut geklappt bis zu einem gewissen Alter. Ich glaube, es fing dann kurz nach Beginn der Pubertät an, dass mal so 2, 3 Jahre wirklich reines Menschsein da war, wo ich mich erfahren habe, wie das ein Teenager tut. Aber tatsächlich bin ich trotzdem am liebsten auf Bäume geklettert und habe meditiert und die Zeit mit mir selbst genossen, weil ich diese Sensitivität in mir hatte und immer gefühlt habe, was andere Leute in ihrem energetischen Feld getragen haben. Das heißt, diese Hochsensitivität war schon immer da gewesen. Und Mhm. damit wusste ich, dass ich anders bin. Und die Menschen haben auch auf mich reagiert. Sie haben, ja, diese, sie sind gerne in meiner Gegenwart gewesen, sind es auch heute noch und sind fasziniert von etwas, was sie nicht greifen können. Aber gleichzeitig ist es so, dass wenn die Menschen mit mir mehr Zeit verbringen und mehr mit mir in meinem Energiefeld sind, also damit sehr nah in meiner Energie sind, dann macht es etwas Besonderes mit ihnen, nämlich sie kommen dazu, sich ihre innere Welt anzusehen, ihre Themen anzusehen. Und das hat was damit zu tun, dass meine Frequenz anders ist als die von einem normalen Menschen. Und damit war von Anfang an klar, dass mit mir was nicht ganz normal ist. War das deinen Eltern auch klar? So weitestgehend ja, weil ich immer gesagt bekommen habe, du musst vertauscht worden sein und du bist adoptiert, obwohl wir dich lieben, so ungefähr. Und tatsächlich ist es so, dass ich ganz anders aussehe als der Rest meiner Familie. Es ist ein kleiner Bezug zu meiner Mutter herzustellen, aber der ist sehr gering im Vergleich zum Beispiel zu meinen Geschwistern, die eher Ähnlichkeiten aufweisen als ich. Also man merkt so ein klein wenig kleine Züge, die von der Mutter kommen könnten, aber der Rest ist sehr unbekannt und auch sehr atypisch für die Staturen meiner Familie, besonders auch dadurch, dass ich sehr, sehr groß gewachsen bin und fast 1,78 Meter bin und auch von den Körperproportionen anders bin. Das heißt, ich habe sehr lange Beine und einen sehr langen Oberkörper. Ich habe sehr lange Arme, die verhältnismäßig fast 5 bis 10 Zentimeter länger sind als die von normalen Menschen. Und meine Finger sind besonders lang, also sehr feingliedrig sagt man auch dazu. Und zudem kommt, dass sich auch in den letzten Jahren es mehr und mehr gezeigt hat, dass auch meine Optik, auch mein Gesicht sich ändert, die Augenfarbe sich ändert und auch ja, die Augengröße, Form und Position sich immer wieder ändert. Und das auch merklich sichtbar ist, auch für meine Community und für die Leute, die mit mir zusammen zu tun haben. Und es kann auch passieren, dass es während dem Interview den Leuten auffällt, dass auf einmal die Augen anders sind, die Gesichtsstrukturen sich wie umbauen und man dann da sitzt und sagt, Moment, habe ich das jetzt wirklich gesehen? Und ja, es passiert und es ist normal bei mir, dass das passiert. Okay, und haben deine Eltern, hat deine Mutter vielleicht auch schon Sachen erlebt, die seltsam, paranormal oder eben ja, außerirdisch sind? Rund um meine ja, Geburt, in Anführungsstrichen die Schwangerschaft meiner Mutter, waren sehr viel paradoxe Dinge, die passiert sind. Unter anderem, dass sie seltsame
ja, Erinnerungen hat, die aber wie überlagert wurden. Das heißt, dass sie berichtet hat, sie dachte, es sind ihre Erinnerungen, aber irgendwas stimmt dabei nicht. Und es wäre, als würde eine Art Film überspielt worden sein über das, was wirklich passiert ist. Zudem ist es so, dass in dem Moment, wo mein Körper in ihren Körper transferiert wurde, die Schwangerschaft unglaublich kompliziert wurde und sie nicht, ja, aus dem Bett gehen durfte. Es war also eine absolute Risikoschwangerschaft ab dem Moment, wo ich in ihrem Körper war. Und es war eher schwer sogar, dass ich in ihr bleibe. Dass ja, die Energiedifferenzen, die dabei entstanden sind, dafür gesorgt hätten, dass ich permanent am liebsten schon vorher rausgeschlüpft wäre. Aber das natürlich nicht im Benefit gewesen wäre, auch wenn Embryonen im Alter von 6 Monaten überlebensfähig wären, wäre es nicht im Benefit gewesen, zumal eben in der Zeit der Schwangerschaft auch für mich ja, die Verbindung zur Mutter sehr wichtig war und eben auch durch die Mutter die Brücke zu den Menschen notwendig war, sodass Informationen geteilt wurden, die mir geholfen haben, mich hier anzupassen in dieser Welt und eben auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt zu sein. Das heißt, diese letzten 3 Monate der Schwangerschaft musste ich in ihrem Bauch in der Gebärmutter sein, damit einfach alles eingelesen wird. Und nur ein paar Wochen hätten diese Einlesung den Upload an Informationen also nicht komplett gemacht. Mhm. Ich wollte eigentlich die Frage erst später stellen, aber kannst du was darüber sagen, wer du denn bist, wer du auf Seelenebene bist, wie du da hierher gekommen bist? Eine Frage, die sehr komplex von meiner Seite aus beantwortet werden müsste. Ich versuche es trotzdem so simpel wie möglich zu halten. Offiziell bin ich Teil des Hybridprogrammes von der Galaktischen Föderation der Welten ins Leben gerufen, um die Menschen-Spezies in Verbindung zu bringen mit den Spezies außerhalb der Erde. Und im Vergleich zu dem, was die Menschen glauben, ist, dass dieses Hybridprogramm eine Art Brücke ist, um die Menschen in die galaktische Community einzuführen und die Frequenzdifferenzen zwischen dem Menschenkollektiv und dem menschlichen Körper zu verbinden mit den extraterrestrischen Energien, dem extraterrestrischen Bewusstsein und den galaktischen Zivilisationen. Und es ist nicht wie bei manchen, so fühle ich immer, dass da eine gewisse Angst daher kommt, wenn sie Hybride hören und Hybridprogramm. Es ist also freiwilligenbasiert und die meisten, die, besser gesagt, alle, die in dem Hybridprogramm zugestimmt haben, also sowohl Kinder, die Hybride sind, auf die Welt zu bringen, als auch der Hybridrasse die Genetik zu spenden, sind Teil des Hybridprogramms davor gewesen. Das heißt, sie sind in der Regel selber Hybride in gewissen Graden. Also es ist etwas, wo sehr normal ist, aber eben am Bewusstsein der Menschen vorbei getan wurde, sodass die Menschen möglichst ungestört ihre menschliche Erfahrung weitermachen können und trotzdem sanft, aber stetig in die Community eingeführt werden können. So ist auch der Disclosure jetzt im Moment. Das heißt, ich bin bei diesem Hybridprogramm mit entstanden und es war für meine Seele die beste Wahl, die besten Erfahrungen zu machen und gleichzeitig das meiste Bewusstsein auf diesen Planeten zu bringen, da Genetik nicht das ist, was die Wissenschaft auf dieser Erde hier weiß, aber sie sind gerade dabei, wenn gerade die Wissenschaftler, die Genetik mit der Quantenfeldforschung verbinden, sind gerade dabei herauszufinden, dass es einen Verbindungspunkt gibt zwischen Bewusstsein und Genetik und dem Quantenfeld. Und der Interesse hat, sollte mal in die Richtung gucken und sich dort einmal mit Quantenphysik in Verbindung setzen und vielleicht die Brücke bilden zwischen Quantenphysik und Genetik. Und dann versteht ihr, dass das, was ich sage, sehr, sehr wohl sehr fundamental ist. Man muss nur einfach die 2 Punkte verbinden. Das heißt, Genetik ist Bewusstsein und Genetik ist nicht fixiert
passiert im Vergleich zu dem, was man glaubt, sondern hier kommt auch der Beobachtereffekt mit rein, nämlich der beobachtet, der sieht, ist der Materie mit manifestiert. Und aus Energie und aus Licht werden Wellen, Frequenzen und Partikel, das heißt die atomare Struktur wird gebildet durch das Bewusstsein und denjenigen, der es beobachtet. Und wenn ein niedriges Bewusstsein eine Genetik beobachtet, dann ist es so, dass es nur den niedrigsten Spektren dieses beobachteten Objektes wahrnehmen kann. Und wenn ein höheres Bewusstsein, wie die Menschen jetzt immer mehr Bewusstsein bekommen, auch das Quantenfeld erlauben und zulassen können, sind sie auch in der Lage, jetzt die Genetik als komplexer wahrzunehmen als davor. Und an dieses Verständnis möchte ich hier plädieren, weil Genetik wird ja, durch das Bewusstsein in die Materie manifestiert. Die Genetik ist der Transmitter in die materielle Welt. Das ist die Brücke zwischen dem Quantenfeld und der Manifestation in die Physis. Und das Hybridprogramm ist sozusagen dafür da, um einen Fixpunkt für das Bewusstsein zu machen, sodass Bewusstsein hier in der Menge auf diesen Planeten kommt, in der Bewusstsein dazu neigt, reduziert zu werden auf ein Minimum, sodass ein Maximum erreicht wird, sodass eine Person mit dem vollen Bewusstseinsspektrum ihrer Wahl hier inkarnieren kann und trotzdem noch für die Menschen übersetzbar bleibt und kompatibel bleibt. Ein weiterer Grund für das Hybrid-Kinderprogramm. Also hier war das Hybridprogramm die beste Wahl für mich, um das Bewusstsein, was ich mir vorgenommen habe, auf die Erde zu bringen, ohne dass eine starke Herunterreduzierung möglich war. Auch hier natürlich eine Reduzierung hat stattgefunden. Auch ich musste in Graden wieder reaktiviert werden und weiter aufwachen. Und da hat mir mein Team sehr viel geholfen. Da können wir gerne später noch drauf eingehen. Das heißt, als Seele war das für mich der beste Ausgangspunkt, der Startpunkt für das, was ich hier tue. Und ich habe mich dahingehend entwickelt, hier eine multidimensionale Persönlichkeit zu werden. Das heißt, ich bin mir bewusst, dass ich auf anderen Ebenen existiere. Mir ist die Metaphysik bewusst und das ist auch eines von den Dingen, die ich unterrichte. Metaphysik, die Physik der Seele. Und ich helfe den Menschen, in die Realitätsfabrik einzutreten und das Quantenfeld näher zu bringen und auch Quantenphysik zu verstehen. Und besonders, was ich ihnen unterrichte, das ist die Quantenphysik, die in den nächsten 3-4 Jahren zur Physik wird. Das heißt, hier diese Physik der Seele, wie der Kosmos funktioniert, wie die Strukturen sind in den höheren Ebenen der Dichten. Menschen nennen es manchmal Dimensionen, aber Dimensionen sind und bleiben Geometrie. Aber manchmal nutze ich den Begriff, damit man versteht, wo ich bin, weil Dimensionen für den Menschen in Form von Hierarchie gedacht ist. Das heißt, ich fange an bei 1 und ich gehe hoch bis 12, aber es ist nicht so, weil die Dimensionen sind transzendent, das heißt, alles ist in allem. Also jede Dimension, jedes Bewusstseinslevel, jede Frequenzebene ist in allen Frequenzebenen mit inkludiert. Und das bedeutet, was ich aktivieren konnte, auch wo mir die Hybridgenetik mitgeholfen hat, da ich hier kleine, wie soll ich sagen, kleine Brücken ein habe bauen lassen, hat mir geholfen, hier in dieser Erdmechanik trotzdem diese Multidimensionalität dann zu aktivieren, wenn der Mensch in mir, dieser menschliche physische Körper bereit war, das Bewusstsein zu tragen. Und das bedeutet, dass ich jetzt hier diese Multidimensionalität der Seele, jeder ist multidimensional, aber ich schaffe es durch das, was vorbereitet wurde, hier auf die Erde zu bringen und verfügbar zu machen für all die, die zuhören wollen und wachsen wollen und zu ihrem Mehrsein gehen wollen. Okay, Das cool. heißt, ich trage dieses kosmische Bewusstsein in mir. Und du sprichst von deinem Team und Mhm. wenn du, also so wie ich das verstehe, wurdest du dein Leben lang betreut von deinem Team? Das Ist ist es? richtig. Also also wenn ich mein Team sage, auch hier besteht es aus verschiedenen Ebenen, so wie mein Bewusstsein auf all den Ebenen ist. Und der meiste Support gerade zu Beginn kam von dem Team von der extraterrestrischen Seite, den ETs oder Aliens. Aliens ist eigentlich nicht der Begriff, den ich hier nehmen würde, sondern extraterrestrische, das ist das, was
fachlich korrekt wäre, weil sie nicht von dieser Erde sind. Das war die ganze Zeit mein Support-Team gewesen, dass sie da waren, wenn genetische Probleme entstanden sind. Sie waren da, um auch das Energiefeld zu stabilisieren, aber auch um so ein bisschen als Kind mir zu helfen, hier zurechtzukommen mit der Erde und mit dem Erdgeschehen. Und das physische Team sozusagen befindet sich außerhalb der Erde im Erdorbit. Und das sind auch die, die mich in den Unterricht genommen haben. Nachdem ich die große Wahrheit erfahren habe, dass ich aus dem Hybridprogramm entstanden bin und kein Mensch bin, war dann das physische extraterrestrische Team, waren dann diejenigen, die mich von der Erde mitgenommen haben, um mich über mehrere Jahre auszubilden, um mir ja diese Aktivierungen zu ermöglichen, zu erkennen, wer ich bin, was meine Seele ist und wie sie ko-kreiert mit diesem Körper. Das tiefe Wissen über Genetik, Metaphysik haben sie mir angestoßen, sodass ich dann in den weiteren Jahren und auch dann Monaten hier auf dieser Erde es simpel und verständlich verfügbar machen konnte. Wann bist du denn das erste Mal mitgenommen worden oder besucht worden? Wann hat der erste physische Kontakt stattgefunden? War das auch schon im Kleinkindalter oder war das Ja. dann ein bisschen später? Also der physische Kontakt war im Kleinkindalter schon, wurde dann abgebrochen. Es gab dann eine relativ, aus meiner Perspektive, sehr kalte Verabschiedung. Also ich wurde besucht von 3 meiner Familienmitglieder, und sie haben gesagt: „Lia, es ist jetzt an der Zeit, dass du Mensch bist und dass du dich hier auf der Erde verankerst, und das ist das letzte Mal, wo du uns jetzt siehst für die nächsten Jahre. Aber wir sind da, wir begleiten dich, aber es ist das letzte Mal, wo du dich bewusst daran erinnern wirst.“ Und sie haben sich relativ simpel somit verabschiedet, und danach hatte ich sie über viele Jahre nicht mehr gesehen, auch nicht mehr wahrgenommen. Die telepathische Verbindung war ab dem Moment auch unterbrochen. Und ich hatte erstmal wie so eine Art Verlusttrauma, wo dann auch meine Familie erstmal kompensieren musste, dass sie nicht wussten, woher dann diese Traurigkeit und dieses nächtliche Weinen gekommen ist. Wo ist meine Familie? Natürlich verstehen sie das nicht, weil sie sind meine Familie. Und dann sagt ein Kind, wo ist meine Familie? Das ist ein bisschen speziell. Also das heißt, hier war definitiv der Kontakt da, und dann war er eine ganze Zeit lang nicht da. Und ich wurde dann vorbereitet für den Kontakt, erst telepathisch, immer wieder in Meditationen auf astraler Ebene, in der Nacht energetisch. Und dann kamen die nächsten Kontakte physischer Ebene, die aber aus dem Bewusstsein immer wieder rausgelöscht werden mussten, sodass ich weiter ungestört meine gesunde Entwicklung machen konnte. Weil das, was viele Menschen nicht ganz so gut verstehen, ist, dass so ein offizieller Kontakt mit einem ET einen so derartig stört in seinem Erfahrungsspektrum, dass die wenigsten dann danach in der Lage sind, ihr Leben weiterzuleben wie davor, und zum Beispiel dann wie wahnhaft werden, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und dadurch einfach wichtige Erfahrungen und Wachstumszyklen einfach bypassiert werden. Das heißt, die werden einfach nicht erfahren. Und das ist das, was die ETs und besonders die, die euch lieben und auch die mich lieben, tunlichst versuchen zu vermeiden. Das heißt, zu dem Zeitpunkt musste das Gedächtnis, die Erfahrung, das Treffen gelöscht werden, sodass ich ungestört weiter mich entwickeln kann in die Richtung, in die ich mich entwickeln wollte oder sollte. Das ist hier eine Wahrnehmungsperspektive, die man annehmen kann. Aber was man wissen muss, ist, dass alles deine Realität ist. Das heißt, es gibt kein Außen, und selbst die Familie und selbst die ETs und selbst die Politik und selbst die Menschen, all das seid ihr in der Nähe oder in der Distanz. Das bedeutet, ich habe mich entschieden, dass ich noch nicht bereit bin, zu dem Zeitpunkt damals den Kontakt auf bewusste Ebene zu bringen. Also habe ich zugestimmt mit dem tiefen Wissen meiner Seele, dass es besser ist, diese Erfahrung zu löschen. Und das ist das Problem von so vielen ET-Kontakten, dass sie stattfinden, regelmäßig, oft und permanent, um ja, in die Genetik vorzubereiten, das Bewusstsein vorzubereiten
für den Tag, wenn sie wirklich zu uns kommen können und auf dieser Erde sind. Und wenn es eine Vorbereitung in der Genetik ist, das bedeutet, wenn zum Beispiel die Mutter vorbereitet wurde und das in der Genetik mit an das Kind weitergegeben wird und das Kind das Wissen in sich trägt. Also so viele komplexe Dinge, die hier mit reinspielen, die dafür sorgen, dass etwas gelöscht wird oder nicht. Dass etwas nicht gelöscht wird, hat dann den Grund, besser gesagt, den Sinn, dass es Sinn macht, dass es bewusst bleibt. Das heißt, offizielle Kontakte, die nicht verschwinden aus dem Bewusstsein, sind bewusst gesetzt, damit eine Person so agiert, wie es abgemacht war. Heißt zum Beispiel an die Presse geht und über ihre Entführung spricht. Oder wie ich zum Beispiel, nach vorne tritt und Botschafter wird. Und als ich fertig war mit meiner Ausbildung und ich gebeten wurde, jetzt wieder meinen Weg zurück auf die Erde zu gehen, war das tatsächlich, es war eine Bitte, aber es war auch, wie soll ich sagen, eine Aufforderung. Ich hätte bleiben können. Es war auch dann die Frage gewesen, du kannst hier bleiben, aber wir bitten dich, auf die Erde zu gehen und das Wissen, das viel zu groß ist, was in dir ist, zu teilen. Weil du weißt zu viel, als dass du es zurückhalten kannst. Du hast nicht das Recht, sozusagen, es zurückzuhalten. Wir erwarten nicht von dir, dass du Botschafterin bist, aber wir fordern dich dazu auf, es zu sein, wenn du willst, dass den Menschen geholfen wird. Weil der Tag wird kommen, an dem die Menschen wissen müssen, dass du da bist und dass du echt bist. Und darauf haben wir dich vorbereitet. Aber du entscheidest, wenn du auf die Erde zurückgehst, dass du diese Rolle spielst. Oder du bleibst bei uns. Aber du kannst nicht mit dem Wissen, was du trägst, auf die Erde gehen und so weitermachen wie davor. Und was habe ich gemacht? Genau das, was wir jetzt tun. Das heißt, ich bin nach vorne gegangen und ich teile dieses Wissen so frei, wie es mir möglich ist und bin bereit, jedes Interview zu machen und bin bereit, auch auf Kongresse und Konferenzen zu gehen und meine Wahrheit zu teilen, damit alle den größten Benefit haben. Und ich möchte hier ein ganz kleines bisschen erwähnen, weil manchmal die Frage kommt von Menschen, die das ganze Bild noch nicht sehen können. Ich werde gefragt, wenn ich doch ein ET bin, wo ich dann immer ganz klar sage, ich habe die meiste Zeit auf der Erde verbracht, das heißt, ich bin ein Erdling, aber ich bin ein Hybrid. Wenn ich doch ein ET bin, warum werde ich von der Föderation hier auf die Erde geschickt wurde, um Botschafter zu sein? Warum geben Sie mir nicht die finanziellen Mittel, um zum Beispiel mir mein Leben hier zu finanzieren? Warum supporten Sie mich nicht? Und die Frage werfe ich ganz offen und von meinem Herzen zu eurem Herzen zurück. Warum könnte das der Fall sein? Weil ich mich entschieden habe, mit dem System zu arbeiten und mit Menschen zu arbeiten, die im System ist. Und es gibt Spielregeln, an die wir alle uns halten müssen. Und es gibt sehr viele ETs, die hier genauso wie ich, nur sie sind nicht auf der Erde geboren, sondern sie kommen von den Sternen und sie gehen als Step-Downs, also als Abgestiegene. Sie landen mit ihrem Schiff, sie treten aus dem Schiff raus und fangen an, ihr Leben zu leben. Selbst die Step-Downs müssen ihr Geld verdienen. Sie müssen sich eingliedern in das Volk, müssen in die Arbeitsstellen und die Positionen gehen, in die sie gerufen wurden, in die sie abgesandt wurden, müssen dort mit den Menschen arbeiten und die bestmöglichste Tarnung aufrechterhalten. Und die Welt ist überwacht. Die Bankenbewegungen sind überwacht. Ja, es gibt Kreditkarten, wenn man nur ein kurzer Stepdown ist und nur 2, 3 Tage oder eine Woche bleibt, dann bekommt man Kreditkarten, mit denen man an jedem Geldautomaten der Welt in jeder Währung Geld bekommen kann. Aber würde jemand wie ich, der dauerhaft stationiert ist, der sich hier ein Leben aufbaut, Freunde und Familie hier hat und Menschen, die er liebt, würde derjenige so agieren, dann wäre früher oder später der große Fokus von schlafenden Menschen unter Hypnose wie Militär, Polizei und Bankenbeauftragte auf mich aufmerksam geworden und würden Fragen stellen, woher das Geld kommt, und das kann ich nicht erklären. Das bedeutet, ich muss hier nach dem System spielen und deswegen manche meiner Services bepreisen. Aber ich schenke jedem immer große, große Rabatte. Keiner zahlt den ganzen Preis, aber ich kann es nicht kostenlos machen. Und ich möchte hier auch noch etwas dazu erwähnen.
für die, die ja Kinder daheim haben und Teenager. Das meiste von dem, was ich bekomme, von den Kursen und von dem Wachstum, was ich euch schenke, landet in einer großen, großen Projektschule, kostenlose Online-Schule für Kinder und Teenager, die eine ganzheitliche spirituelle Ausbildung für Kinder in allen Bereichen, Metaphysik, Meditation, Yoga, aber auch ja, Anti-Bullying etc., gegen Mobbing, gegen all diese Dinge, klassisches Coaching, psychologische Berater, Psychologen. Versuche hier eine große, große, für alle global verfügbare Schule aufzubauen mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Und jeder Kurs, jeder Teilnehmer supportet das und unterstützt dieses Projekt. Von daher die Einladung für die, die auf meine Webseite gehen wollen, seht es einmal mit anderen Augen. Und ja, Wird jetzt das. bestimmt gerade eingeblendet oder unten in der Beschreibung. Okay, es war mir einfach wichtig, dass wir das auch in dem Kontext sagen, weil die Leute neigen dann dazu, das ganze Bild nicht sehen zu können. Und ich möchte oder ich wünsche mir, das ganze Bild zu zeigen. Und ja, und wenn du willst, frag gerne weiter. Ich gebe euch alles und dir alles, lieber Johannes, sodass Mhm. ihr mehr wisst.